Die neue Saison steht vor der Tür und ich muss leider sagen, ich habe meinen Zontes 350e jetzt doch verkauft. Warum sage ich leider? Manchmal geht es einem so, man verkauft was und denkt, naja, ist nicht so schlimm, kommt was Neues. Aber diesmal muss ich sagen, fehlt mir der Zontes tatsächlich. Ist einer der ersten Roller, und ich bin einige gefahren, der mir wirklich irgendwie fehlt. Wo ich denke, Mann, tolles Fahrzeug gewesen und praktisch. Ich gehe nochmal gleich auf die Punkte ein, was an dem alles gut war, was vielleicht nicht so gut war. Aber irgendwie fehlt er mir. Kennt ihr vielleicht auch manchmal ist einem ein Fahrzeug ans Herz gewachsen. Und so ging es mir jetzt bei dem Zontes 350e. Der Hauptgrund, warum der Zontes weggegangen ist, ist natürlich, es kommt wieder was Neues dieses Jahr. Ich habe den Zontes jetzt fast 2 Jahre gehabt. Jetzt ist es wieder Zeit für ein neues Fahrzeug. Ein neuer Roller kommt ins Haus. Meine Vespa GTS 300 habe ich ja auch schon vor einiger Zeit verkauft. Ich glaube schon fast 6 Monate her. Ist in sehr gute Hände gegangen. Und jetzt auch der Zontes weg. Jetzt habe ich noch mein Motorrad, die Royal Enfield Meteor. Die ist noch da. Aber es muss wieder ein Roller ins Haus. Und es kommt definitiv ein neuer Roller dieses Jahr. Und der ist schon bestellt. Und da werde ich euch demnächst dann auch genau sagen, welcher da kommt. Es ist also wieder einiges Neues, Interessantes geplant von mir dieses Jahr. Viele Tests, neue Vorstellungen, Umbauten natürlich auch wieder viele Sachen mit dem Coffee Racer 69 zusammen und ja, Reisen natürlich auch. Ich werde dieses Jahr eine lange Reise machen, habe mir da ein bisschen Zeit freigeschaufelt und von daher wird es dieses Jahr spannend. Also wenn euch das interessiert, klickt einfach unten auf den Abo-Knopf und dann kriegt ihr immer eine Nachricht, wenn neue Videos online sind. Jetzt werdet ihr natürlich fragen, warum hast du den Zontes verkauft? Den fandst du doch so toll. Ja, das stimmt, den fand ich auch gut. Aber ich kann halt leider nicht alle Fahrzeuge behalten, die ich gut finde. Dann wäre die Garage schon längst überfüllt. Es muss immer ein bisschen Platz gemacht werden. Und ich habe ja noch ein Motorrad drin stehen. Und jetzt soll ein neuer Roller dazu. Und von daher musste einer leider gehen. Und das war der Zontes. Das Motorrad möchte ich weiter behalten. Der 350e von Zontes war wirklich ein guter Roller. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er gut zu mir gepasst hat. Also die Sitzposition war für mich perfekt. Ich habe da bequem drauf gesessen, entspannt. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Die Beine waren extrem entspannt. Lenker war in der richtigen Position. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Fahrzeug fahrt, wo ihr sagt, Mensch, da passt irgendwie alles so richtig zueinander. So ging es mir bei dem Zontes. Ich bin mit dem extrem gerne in der Stadt gefahren, habe alles an Erledigungen damit gemacht, was man machen kann. War sozusagen fast mein Autoersatz und bin natürlich auch längere Strecken damit gefahren. Ihr habt vielleicht die Tour nach Monaco verfolgt, die Reise. Wirklich toll, hat Spaß gemacht. Ich fahre damit auch zu zweit mit meiner Freundin. Also von daher ein ganz praktisches Fahrzeug. Der Stauraum war Gold wert. Riesig viel Stauraum unter der Sitzbank und dann hatte ich ja noch ein Topcase drauf. Das heißt Helm rein, Jacke rein, meine Kameratasche rein und fertig. Und das ist natürlich eine Sache, die für mich extrem wichtig war, dass es ein praktisches Fahrzeug ist. Das hat mir manchmal so ein bisschen bei der Vespa noch gefehlt. Die war zwar auch extrem praktisch, wendig in der Stadt, sah natürlich toll aus. Aber der Stauraum, das ist schon, wenn man es hat, dann will man es nicht mehr missen. Und gerade wenn man halt auch viel unterwegs ist und auf Tour, dann freut man sich natürlich über jeden Stauraum, den man irgendwo noch zusätzlich hat, der auch abschließbar ist. Und das war bei dem Zontes der Fall. Der hat diese großen Handschuhfächer vorne gehabt mit 1,5 Liter pro Seite und über 50 Liter Stauraum unter der Sitzbank. Und das ist natürlich echt eine Menge und da freut man sich gerade auf Reisen, wenn man da ein bisschen mehr von hat. Und dann kam natürlich dazu, was ich auch entspannend fand, der hat einfach funktioniert. Da waren keinerlei technische Probleme. Also ich bin den ja nun, glaube ich, 7000 Kilometer knapp gefahren. Jetzt nicht so viel vielleicht, aber da waren lange Touren dabei, runter nach Monaco, Südfrankreich, Ligurien. Und der hat mich da nie im Stich gelassen. Also es hat alles funktioniert, keine technischen Pannen, nichts ist gefahren wie eine Eins. Und eine Sache, die natürlich bei dem Roller ganz toll war, gerade auf den Reisen, war, der hatte einen großen Tank, über 16 Liter und einen Verbrauch von 3,5 Litern. Also ich konnte da zum Teil Reichweiten rausholen von über 500 Kilometern. Und das war natürlich auf Reisen super entspannt. Bei der Vespa war das immer ein bisschen anders. So alle 160 bis 200 Kilometer musste man dann doch an die Tankstelle denken. Dem bin ich einfach gefahren. Und manchmal musste ich den ganzen Tag über nicht tanken und bin einfach weitergefahren. Das war extrem entspannt. Ein Punkt, der natürlich auch sehr schön war bei dem Zontes, war die Ausstattung. Der hatte alles drin. Also der Preis war relativ günstig. Ich glaube 5,5 oder so habe ich damals bezahlt. Und der hatte alles drin. Also verstellbares Windschild, Heizgriffe, serienmäßig alles, Reifendruckkontrollsystem, elektrisch verstellbares Windschild, was extrem vorteilhaft war. Gerade auf den Touren konnte man es auf der Autobahn auch mal hochmachen. Insgesamt muss man sagen, sehr guten Wetterschutz. Also vorne das Beinschild, das war alles sehr breit, sehr ausladend. Also ich saß dahinter, bin ja auch bei starkem Regen gefahren und die Beine waren immer trocken. Also das war sehr, sehr angenehm. Dann hat er natürlich Keyless-System gehabt, voll LED-Beleuchtung. Auch die Beleuchtung war sehr gut, also Scheinwerfer waren toll, auch hinten das Rücklicht. Super schön, ging so ein bisschen an der Seite noch rum, sodass man sogar das Licht von der Seite noch sehen konnte. War ich sehr zufrieden mit. Also mir hat da irgendwie nicht viel gefehlt.
Geht natürlich immer noch mehr, aber für den Preis war ich da super zufrieden. Also alles so Sachen, die irgendwie dazu kamen. Dann kam natürlich der optische Punkt. Klar, es ist keine Vespa, es ist keine Lambretta. Aber ich fand für so einen Asienroller, hat mich manchmal so ein bisschen an den Borgman erinnert. Hat eine schöne Form gehabt, so silberschwarz, sah auch schick aus. Und die Linienführung war schön. Also ich habe da optisch nichts auszusetzen gehabt. Ich habe mir den auch gerne angeguckt, was halt selten ist bei so moderneren Rollern. Von daher muss ich sagen, optisch wie technisch absolutes Top-Fahrzeug. Mit ein Grund, warum das mir jetzt manchmal so ein bisschen fehlt. Und trotz dieser Zufriedenheit und dieser vielen Vorteile musste Bud jetzt leider trotzdem gehen, ist also verkauft. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass der Zontes für mich wirklich einer der praktischsten, komfortabelsten und insgesamt rundesten Roller war, die ich bisher hatte. Also das Gesamtkonzept hat für mich persönlich einfach wirklich gut gepasst. Und von daher, ja, fehlt einem da schon ein bisschen was in der Garage. Ja, grundsätzlich wisst ihr ja, ich bin relativ neugierig auf neue Fahrzeuge und von daher freue ich mich schon auch auf das neue Fahrzeug natürlich, was kommt dieses Jahr. Da ist einiges mit geplant und wird für euch wahrscheinlich auch wieder interessant werden. Aber trotzdem, der Zontas, muss ich sagen, ja, fehlt schon ein bisschen, war wirklich ein toller Roller und das sage ich wirklich selten. Natürlich hängt das Herz immer so ein bisschen an diesen Umbauprojekten bei mir, gerade die Vespa-Projekte, die British Classic, Ace natürlich auch. Das waren Projekte, die haben schon Spaß gemacht und da steckt man natürlich viel Herzblut rein, viel Arbeit rein, viel Geld natürlich auch rein. Und das ist dann natürlich auch schade, wenn man die dann irgendwann verkauft. Aber diesmal war es dann irgendwie anders. Also das war jetzt nicht nur wegen der Optik und weil ich viel dran gemacht habe. Ich habe ja nicht viel umgebaut bei dem Zontas. Den bin ich so gefahren, wie er war. Habe einen Topcase dran gemacht, eine andere Scheibe und das war es letztendlich. Sturzbügel noch vorne. Aber der war irgendwie praktisch. Ich bin den wirklich gerne gefahren. Ja, in der Stadt oder außerhalb, am Wochenende, mit Sozia, alleine. War wirklich ein toller Roller. Und das sage ich wirklich selten, aber das war eine ganz runde Sache für mich und von daher schaue ich da jetzt gerne zurück. Ein bisschen melancholisch natürlich, weil er weg ist, aber wie gesagt, ich kann ja nicht alle Fahrzeuge haben, die mir gefallen. Aber natürlich wird dieses Jahr ein sehr interessantes Jahr. Es kommen viele neue Modelle, auch von Lambretta kommen neue Modelle, die ich euch natürlich wieder vorstellen werde. Und da sind wieder Testfahrten mit dabei und Umbauten wahrscheinlich. Und ich freue mich natürlich auch sehr auf meinen neuen Roller, der jetzt bald kommt. Ich bin ja auch wirklich ewig jetzt nicht gefahren. Ich glaube, jetzt haben wir März, ich bin glaube ich seit November nicht gefahren. Wir hatten ja wirklich einen heftigen Winter hier in Berlin, also mit viel Schnee. Da habe ich dann die Motorräder und Roller wirklich auch mal stehen lassen. Und von daher freue ich mich extrem, wenn das Wetter wieder besser wird. Also wenn die ersten Sonnenstrahlen kommen, geht es wieder raus aufs Zweirad und dann wird wieder gefahren. Ja, und von daher werde ich dieses Jahr wieder eine Menge machen. Die Planungsliste ist lang, da kommt eine ganze Menge an frischen und neuen Videos, neue Fahrzeuge, die ich euch vorstelle. Von daher könnt ihr echt gespannt sein. Ich hoffe, die Impressionen von Bud haben euch gefallen und ich klang nicht zu melancholisch, weil er weg ist. Wenn ihr fahrt, fahrt bitte vorsichtig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.